Wenn du Lust hast, mich heute mal in meinem Vanlife ein bisschen zu begleiten, dann bleibe gerne dabei. Ich werde mir ein sehr verspätetes Frühstück machen und du siehst, wie hier mein Van-Ausbau so funktioniert. Und vor einigen Tagen habe ich eine Exkursion unternommen auf den Spuren der großen Meeressäuger. Wenn dich das interessiert, dann bist du herzlich eingeladen. Ich bin Irene und dies ist mein selbst ausgebauter Van, in dem ich lebe, reise und als promovierte Psychologin und Online-Mentorin arbeite. Ja, guten Morgen. Wobei, das ist völliger Schwachsinn. Wie spät ist denn das? Es ist 11:31 Uhr und ich habe noch nicht gefrühstückt. Ich war aber schon im Meer und ja, ich dachte, ich nehme euch einfach mal hier ein bisschen mit in meinem Leben im Van. Und das Erste, was ich jetzt mache, ist mal mir einen Kaffee kochen und Frühstück machen. Ja, und dann könnt ihr vielleicht auch sehen, wie das hier so funktioniert mit meinem Ausbau. Ich finde den so mega praktisch. Also es ist nicht so praktisch, wenn man sich viel bewegen will. Man muss sich hier nicht so viel bewegen. Man kann hier halt alles, ich drehe mich einmal um und dann kann ich erstmal an das Wasser kommen. Und ja, ich habe einen Wasserkocher. Weil ich habe wirklich sehr viel Strom. Also ich habe jetzt, seitdem ich hier auf den Kanaren bin, überhaupt gar keinen Strommangel mehr. Also gar nicht. Es kommt alles über Solar rein. Also ich stehe jetzt teilweise auch also 4 Wochen oder so an einem Stück und bewege mich mit dem Auto nirgendwo hin, habe ich jedenfalls schon gemacht. Und ich habe immer über 80-90% Strom. Also sind meine Batterien aufgeladen. Das ist irgendwie sehr genial. Finde ich toll. Die Vorstellung auch, die Sonne produziert das. Und ich muss ja irgendwie keine Gaskartuschen. Also ich habe ein Backup als Gaskocher mit Gaskartuschen. Aber den habe ich noch nicht viel benutzt. In Portugal im Dezember, als die Sonne noch so flach stand. Da wurde es mit dem Strom ein bisschen knapper, wenn ich dann irgendwo mal länger stand. Aber hier überhaupt nicht. Gar nicht. Okay, und dann mache ich guck mal nicht, dass das hier umfällt. Meinen Wechselrichter mache ich eigentlich immer nur an, wenn ich ihn brauche, weil der ja selbst auch ein bisschen Strom zieht. Ja, und auch in meiner Küche komme ich irgendwie sehr locker überall an. Und ich habe gedacht, ich mache mir heute ein deftiges Frühstück. Ist ja schon fast so wie Brunch. Und ich gucke mal, was ich habe. Ich habe ein paar Champignons. Ich habe eine Aubergine noch. Und ein paar bisschen Zwiebel. Butter werde ich wahrscheinlich brauchen. Und dann brauche ich meine Kochplatte. Ja, dann, jetzt wird es etwas, meine Töpfe und Pfannen sind hier auch ein bisschen Tetris-mäßig drin. Die Pfanne, die ich jetzt brauche, natürlich ganz zuunterst. Aber es ist toll, dass das alles hier reinpasst. Das ist irgendwie mega cool. Ich habe eigentlich nur eine ganz kleine Pfanne, aber für mich alleine ist das eigentlich ausreichend. Könnt ihr jetzt, glaube ich, wahrscheinlich nicht sehen, aber das werde ich irgendwann noch mal zeigen. Hier drüber ist nämlich meine Besteckschublade. So, dann brauchen wir ein bisschen Würze und ein bisschen Pfeffer. Und diesen Mülleimer, den habe ich, glaube ich, am Tag, als ich losgefahren, noch in so einem Supermarkt gefunden. Ich finde den so geil. Also ich brauchte was Kleines, weil ich hier nicht viel Platz habe. Aber den kann man hier einhängen. Oh, wie genial ist das denn? So, das machen wir auch mal weg. Das brauche ich vielleicht noch. Ja, und ich liebe diese kleinen Details, die einem das Leben irgendwie leichter machen. Dann kann ich nämlich hier, das breite ich noch ein bisschen anders vor. Ich habe Bärenhunger. Oh Mann. Achso, ich habe hier übrigens immer was zwischen, weil ich hasse es, wenn das während der Fahrt klappert. Und ich habe halt alles Porzellan. Ich mag nicht vom Plastik essen.
So, mal gucken. Das brauche ich. Was brauche ich denn noch? Vielleicht brauche ich das. Und das und das. Oh, und Olivenöl. Da war ich auch dankbar, dass ich diesen Schrank hier habe, der so tief ist, dass da so große Sachen reinpassen. Vielleicht brauche ich das später noch. Und dann habe ich hier halt gleich das Wasser, sehr praktisch. Und dieses hier, oh, ich liebe das, das habe ich auch von 2 Deutschen kennengelernt, die mit ihrem Bulli unterwegs waren, mit denen ich eine ganze Zeit immer zusammengestanden und gefahren bin. Und die halt sich, glaube ich, vegan ernähren. Und die haben dann, da es hier nicht so viel Pasten und sowas, so Aufstriche und all sowas gibt, haben die dann irgendwann angefangen, sich morgens immer Gemüse zu braten. Und dann haben sie mich irgendwann in ihren Bus eingeladen und da haben wir dann zusammen bei denen im Bus gefrühstückt und ich fand es so lecker, irgendwie so cool. Kann man auch Zucchini nehmen oder was man einfach gerade da hat. Brokkoli ist auch sehr lecker, wenn man sich das anbrät. Habe ich jetzt leider nicht, weil das war jetzt irgendwie spontan, dass ich heute dies mir zum Frühstück mache. Auf jeden Fall, ach so, das ist ja, das seht ihr jetzt ja nicht, weil das blendet, glaube ich, ne? Das liebe ich einfach auch so. Oh, diesen Blick aufs Meer, ne? Ich bin einfach, kann aber die Tür aufmachen. Ich liebe das Meer so und mir reicht das immer schon, wenn ich aufs Meer gucken kann, dann fahre ich schon total runter und dann geht es mir gut. Ich glaube, deswegen liebe ich Inseln auch so. Ich habe so einen wahnsinnigen Bezug zum Wasser und zum Meer und eine Insel hat den Vorteil, dass sie halt rundherum Meer hat. Und wenn man dann noch auf so kleinen Inseln ist, dann sieht man quasi immer von überall das Meer und hat es nicht weit. Und hier La Gomera ist ja auch sehr klein. Hier ist immer der Nachteil, also es ist so unglaublich, das ist so, wenn man denkt in Deutschland oder wo auch immer, wo es Autobahnen und sowas gibt, wie schnell man irgendwie 40 Kilometer fährt. Oder hier ist es halt immer alles doppelt so lange, weil man immer in Serpentin über die Berge muss. Also wenn man hier zu einem anderen Ort an der Küste will, muss man immer über die Mitte der Insel und da sind die höchsten Berge. Aber ich liebe das auch irgendwie, denn es ist immer eine sehr spannende Tour und immer dieses Kurvenfahren. Also ich habe auch schon mein Leben lang, ich habe immer Autofahren geliebt. Mit 18, also vor 18 habe ich den Führerschein angefangen, damals konnte man das ja noch nicht früher. Aber mit meinem 18. Geburtstag, kurz danach, habe ich wirklich meinen Führerschein gehabt und seitdem bin ich immer Auto gefahren und ich kann das so gar nicht sagen. Ich hatte das vorher schon als Kind. Ich habe das so geliebt, irgendwie Go-Kart zu fahren oder sowas. Ich fand das irgendwie, ich weiß, es ist nicht erklärbar, aber ich liebe das. Es kommt mir natürlich zugute, wenn man hier mal so 4000 Kilometer oder so fährt, dass man gerne Auto fährt, das hilft schon ungemein. Also wenn man Autofahren doof findet, ist so ein Van irgendwie auch nicht das Wahre. Es sei denn, man steht immer nur an einer Stelle. Oh, hier kann es leider nicht riechen. Das tut mir leid, es riecht ziemlich lecker. So was habe ich früher halt auch nie gemacht. Ich nehme mir hier echt endlos lange Zeit, mir ein leckeres Frühstück zu machen. Also ich esse dann eigentlich auch meistens nur 2-mal am Tag. Ja, manchmal dann auch nur eine kleine. Ich esse hier viel weniger als zu Hause. Also ich habe früher dann auch, also erstens aus Gewohnheit gegessen, dass man dann und dann und dann irgendwie isst, wenn man sich das Essen angewöhnt hat. Aber auch, also das kenne ich von sehr viel früher, aus Langeweile oder aus welchen Gründen auch immer. Aus irgendwie, gerade mir geht es nicht gut und immer Essen irgendwie auch zu nutzen. Und das habe ich hier so gar nicht. Also mir reicht das dann aufs Meer zu gucken, dann bin ich irgendwie schon zufrieden und dann muss ich irgendwie keine Ersatzbefriedigung und irgendwas essen stattdessen. Das ist irgendwie sehr
sehr förderlich für meine Gesundheit. Ja, das ist der Nachteil, wenn man Hunger hat und die Zubereitung so lange dauert. Dann werde ich manchmal ein bisschen ungeduldig. Oh, es ist auch so genial, dass man hier einfach überall so rankommt. Ich meine, ja, also eigentlich muss man sich überhaupt nicht bewegen. Deswegen muss ich immer ganz viel raus und mich da bewegen. Was wollte ich jetzt sagen? Also deswegen, irgendjemand hat auch mal gefragt, ob mir die Stehhöhe nicht fehlt. Nee, die fehlt mir überhaupt nicht. Gar nicht. Überhaupt, habe ich noch nicht einmal vermisst. Weil wenn ich stehen will, oder wenn ich sag mal, wenn ich mich mal lang machen will und ich gerade nicht raus kann, aus irgendwelchen Gründen auch immer, weil es regnet oder warum auch immer, dann kann ich mich hier einfach lang machen. Dann lege ich mich hin. Also wenn ich mal das Gefühl habe, oh, ich muss mich mal ausstrecken. Und ansonsten gehe ich raus. Und da kann ich ja immer stehen. Deswegen, nee, vermisse ich nicht. Und hier drin ist es irgendwie so bequem, alles so zu machen, dass ich das hier auch überhaupt nicht vermisse. So, und jetzt kommt mein Tisch. Weil so essen ist nicht so nett. Fertig. Oh, danke Christian und Nicole, dass ich das bei euch lernen durfte. Ja, tut mir leid, ich würde euch ja gern was anbieten. Guten Appetit. Die Tour aufs Meer, die ich unternommen habe, war etwas ganz Besonderes. Auf einem sehr kleinen Boot mit 2 Frauen, die das anbieten, und zwar auf sehr respektvolle und achtsame Art und Weise den Meeressäugern gegenüber. Das sind große Tümmler, die eigentlich weit draußen auf dem Ozean leben, aber hier mit ihrer Familie von ungefähr 200 Tieren dicht an der Küste vor La Gomera vorbeigezogen sind. Und das sind Pilotwale, auch eine sehr große Familie, die hier aber wirklich ansässig sind vor La Gomera.